Fahrradträger, unserem Fiamma, der uns 5 Jahre lang treue Dienste geleistet hat. Aber wie ihr seht, der Matrix ist sehr hoch hinten. Da fängt bei 1,25 der Träger erstmal an. Das heißt, wenn ich den jetzt runterklappe, hier habe ich also eine Höhe von 1,30 Meter und das ist mir doch etwas zu hoch geworden mit den E-Bikes. Man wird ja nicht jünger und das kostet schon eine gewisse Anstrengung. Und hier wollen wir uns jetzt den Carrybike 77 Lift anbauen lassen. Den werde ich euch dann auch zeigen. So, das ist jetzt also unser neuer Fahrradträger, der Fiamma Carrybike 77 Lift, den wir hier haben montieren lassen mit den Fixing Bars, die uns empfohlen worden sind, um da eine gewisse Stabilität an die Rückwand zu bekommen. Das Ding sieht also sehr stabil aus. Ich werde den jetzt nicht runterkurbeln, das dauert nämlich eine Zeit. Ich habe es gestern ausprobiert. Da drauf, auch hoch. Dann habe ich allerdings festgestellt, ein Fahrradlenker kommt oben gegen die Rückwand. Und da muss ich mir noch was einfallen lassen. Und zwar hier einen kleinen Abstandhalter von vielleicht 2 cm einzubauen. So, und was an den Fixing Bars jetzt vielleicht zu bemängeln ist, ist diese offene Schiene. Da sammelt sich auf jeden Fall zwangsläufig Dreck drin. Aber da hatte der Meister in der Werkstatt eine super Idee, beziehungsweise hat in seinem Fundus solche Gummilippen gefunden und die passen genau da rein. Die müssen wir dann nur noch mal genau fixieren, vielleicht auch ankleben. So, da fahren wir jetzt im Außenbereich mal mit der Roomtour zu unserem Adria Matrix an. Ich laufe mit euch mal ganz kurz hier dran vorbei. Also angefangen mit der Toilettenöffnung. Die Toilette haben wir hier unten drin sitzen. Gibt nichts viel zu gucken. Ist klein, passt sonst nichts anderes rein. So, dann haben wir hier, hier haben wir die Wassereinfüllstutzen. Dann kommen wir zur Heckgarage. Mal die Tür aufmachen. So, die hat auf beiden Seiten hat der Adria die gleich große Tür. Wir haben gerade angefangen schon etwas zu packen. Also hier hinten haben wir eine schöne Ablage, wo wir unsere Gartenmöbel wunderbar unterbekommen. Dann ist hier vorne rechts der Frischwassertank mit 140 Litern untergebracht. Der kann auch im Winter beheizt werden. Das haben wir da. Und da unten haben wir dann auch die Frischwasserpumpe sitzen. So, dann gehen wir hinten rum. Da bin ich ja immer noch mit dem Fahrradträger dran. Jetzt muss noch die Schutzhülle drum gemacht werden. Da geht es die Leiter rauf aufs Dach, wenn man denn will. So, die Rückfahrkamera da oben, da werde ich das Problem haben, wenn der Fahrradträger oben ist mit der Schutzhülle, werde ich da wahrscheinlich nichts mehr sehen. Muss nur ausprobieren. Ansonsten muss Gitter öfter aussteigen und gucken. Ja, hier nochmal der Blick in die Garage von der anderen Seite. So, und dann kommt als nächstes auch schon der Gaskasten. Da ist auch nicht viel dran zu sehen. 2 11 Liter Gasflaschen mit der Duo Control Crash Sensor. Das heißt, wir können auch während der Fahrt die Gasflaschen in Betrieb lassen. Ansonsten ist der Kasten auch sehr eng gebaut. Da hätte Adria sich vielleicht auch ein klein wenig mehr Platz geben können. Jo, und hier vorne dann nochmal eben der Stromanschluss, Tankklappe. Jo, und dann sind wir schon mal einmal
ganz rum. Dann geht es nachher von innen weiter. So, jetzt können wir also mal unseren Fahrradträger in Gebrauch nehmen. Also das dauert doch immer eine ganze Weile, bis man den nach unten gedreht hat. So, und die Abstandhalter, die ich da oben hingesetzt habe, die halten mir jetzt den Fahrradlenker da ganz oben schön vom Fahrzeug weg. Ja. So reicht es. Jetzt fangen wir endlich mal mit unserer Roomtour an, aber bevor wir nach innen gehen, noch ein paar kleine technische Details. Wir haben hier den Adria Matrix mit Fiat Ducato Fahrgestell, mit dem Maxi-Fahrgestell, hat eine Länge von 7,40 Meter, eine Höhe von 2,90 Meter und eine Breite von 2,30 Meter. Der Motor ist ein 150 PS Multijet, und wenn wir jetzt mal zu ein paar kleinen Details kommen, dann ist das hier die Luftfederung hinten. Und als Schaltung haben wir hier die Komformatik, also eine 6-Gang Vollautomatik, die allerdings auch manuell geschaltet werden kann. Das ist manchmal ganz sinnvoll, gerade wenn man irgendwo schwierigen Untergrund hat. Und wir haben hier so eine Ab-Taste-Funktion. Gerade im bergigen Bereich ist das ganz sinnvoll, dann schaltet der Motor nämlich nicht so schnell wieder hoch. Das heißt, er hält konstanter seine Geschwindigkeit und auch Drehzahl. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie es drinnen aussieht. So, da haben wir die Tür mit dem Mülleimer direkt im Eingangsbereich. Hier unten haben wir noch eine Klappe, da sind die Batterien, aber es ist auch noch genügend Stauraum für Mineralwasser, Schlappen, Kehrblech und so weiter und so fort. Dann kommen wir hier in unseren Wohn-Essbereich. So, da vorne unsere Sitze, darüber haben wir die Ablagen, die wir für unsere Jacken, Schals, Mützen nutzen. Wir haben rechts und links Leseleuchten für abends, wenn man mal schön gemütlich ein Buch lesen will. So, dann haben wir hier über dem Sitzbereich das Hubbett.
Mal kurz ein Stück runterfahren. 1,30 Meter mal 2 Meter. Beleuchtung geht oben automatisch an. Auf beiden Seiten Rausfallschutzgitter. Da kann also nichts passieren. Und wenn wir die Enkel nicht mit haben, nehmen wir auch die Matratze raus. Die lassen wir dann zu Hause. So, zack, ist er wieder oben. Ja, Beleuchtung, Ambientebeleuchtung, hier 4 LEDs über dem Tisch. Dann kommen wir jetzt in den Küchenbereich. Der ist hier. Da sind 2 Leuchten über dem 3-Flammen-Gasherd, über der Spüle. Hier unten haben wir unseren Backofen. Ups. So, hinter mir ist der Kühlschrank. Zack. 130 Liter Kompressorkühlschrank. Oben drüber nochmal 30 Liter Gefrierfach. Darüber die Steuerung für die Heizung, für Warmwasser, ob Gas oder Elektro oder im Mischbetrieb. Wir können alles Mögliche anfahren. Auch der Kühlschrank ist für alles ausgerichtet. Gas, Elektro, Fahrbetrieb. Ja, dann haben wir hier eben Kontrollpanel. Batterieleistung ist bei 96%, Wohnraumbatterie 98%, wird durch ein Solarpanel von 100 Watt auf dem Dach geladen. Frischwasser haben wir wenig mit, 25%, Abwasser ist noch 0. So, Innentemperatur 19, außen 12. Obwohl es schön sonnig ist, täuscht das manchmal. Ja, dann geht es weiter ins Badezimmer. Da haben wir rechts dann die Dusche. So, die auch relativ geräumig ist. Also wir kommen da super gut mit klar. Und auf der gegenüberliegenden Seite dann das Badezimmer. Zack, Waschbecken, Toilette, Spiegelschrank. Der ist auch nicht schlecht. Mit dem verschiebbaren Spiegel. Da passt auch eine Menge rein. Und unterm Waschbecken natürlich auch nochmal Stauraum. Ja, und dann geht es auch schon weiter ins allerheiligste Schlafzimmer. Ja, 2 Einzelbetten haben wir uns für entschieden, die man aber in der Mitte auch verbinden kann. So, Hängeschränke oben bieten ausreichend Platz und die Schränke hier unten rechts und links mit der Rolltür dann nochmal für die hängende Garderobe. Ja, das war es, glaube ich, eigentlich auch schon. Ja, gewisse Einzelheiten vergisst man dann sowieso zwischendurch immer. Der Tisch ist also dreh- und schwenk- und schieb- und absenkbar. Und hier unter der Sitzbank, da sitzt die Heizung. Da ist aber auch nochmal genügend Stauraum für Flaschen und alles mögliche Gedöns. Jo, ihr seht, jeder Zentimeter ist ja sowieso immer ausgenutzt in so einem Wohnmobil. Ja, hier vorne an der Tür über den Lichtschaltern in einem Fach ist dann nochmal ein USB-Anschluss. Da kann man dann sein Handy oder diverse Geräte anschließen und aufladen. Und fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Hier oben ist ja unser Fernseher noch drin. Ja, den nutzen wir so wenig, deswegen. So, den kann man hier rausziehen, runterklappen, nach vorne drehen und wenn wir dann da vorne gemütlich sitzen, kann man auch Fernsehen gucken. Also vollautomatische Alten-Sat-Anlage, die sich also selbst ausrichtet. Aber wie gesagt, den nutzen wir äußerst selten. Ja, vielleicht fragt ihr euch die ganze Zeit schon, wo ist eigentlich die Gitta? Ja, die ist gerade im Außenbereich mit ihrer Morgengymnastik beschäftigt. Ne? Bei dem schönen Wetter macht das draußen besonders viel Spaß. Ne? Und weiter so.
So, das war jetzt also unsere Roomtour mit allem Schnipp und Schnapp. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch, über Kommentare. Wenn wir irgendwas vergessen haben sollten, was euch noch interessiert, könnt ihr uns gerne anschreiben. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert natürlich den Kanal und dann geht's auch auf die nächste Reise. Wir sind sozusagen schon unterwegs. Bis dann, ne? Tschüssi. Ciao!